Herzlich willkommen im Salzburg Museum. Die Ausstellung Großes Welttheater, 100 Jahre Salzburger Festspiele. Unser ganz großes Projekt hier im Haus ist derzeit leider geschlossen. Wir wollen Ihnen dennoch ganz spezielle Einblicke in diese Landesausstellung ermöglichen. Wir sind jetzt in einem Ausstellungsbereich, den haben wir ganz dem Wort gewidmet. Es ist grundsätzlich eine Installation der Künstlerin Eva Schlegel und die Inhaltlichkeit ist vom Literaturarchiv der Universität Salzburg in der Form beigesteuert worden, dass Manfred Mittermeier vom Literaturarchiv wichtige Texte für die Geschichte der Festspiele ausgewählt hat. Das sind Texte von Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek und auch von Peter Handke. Und aus diesen Materialien ist dann der filmische Dialog mit Eva Schlegel entstanden. Es ist immer auch so dieses Vergängliche in der Videoarbeit angelegt. Worte tauchen auf, Worte verschwinden. Man sagt ja auch oft das Ephemere, also das Zeitliche. Aber letztlich, das ist eine geniale Idee, weil auf der Bühne lebt man ja auch immer oder erlebt man ja auch immer diesen Moment. Das flüchtige Wort, das so viel eben beisteuert zu einer intensiven Erfahrung, aber gleichzeitig dann auch wieder weg ist. Und wir haben dieses Projekt begonnen zu einem Zeitraum, wo Corona als Wort unbekannt war, wo Lockdown in keiner Weise im Bewusstsein gewesen ist. Also ich finde dieses Nachdenken über Worte und wie Worte mit der Zeit verbunden sind, das ist natürlich jetzt auch durch die aktuelle Entwicklung in eine ganz neue Dimension gerückt. Das ist jetzt eine Arbeit von Yinka Shonibar, ein Künstler, der in London lebt, aber grundsätzlich aus Nigeria stammt. Und diese Verbindung von Kontinenten, von Kulturen, das ist eben auch das ganz große Thema von Yinka Shonibar. Als wir den Künstler im Vorfeld vor 2 Jahren eingeladen haben zur Ausstellung, sich mit unserem Museum, den Räumen auseinanderzusetzen, da hat er diesen Raum betreten und auf sich wirken lassen. Und für ihn war es auch ganz wichtig, aus dem Fenster zu schauen. Und gerade dieser Blick aus dem Fenster auf den Mozartplatz, das Mozart-Denkmal, war für ihn genau der Moment, wo er diese Arbeit dann entwickelt hat. Shonibar hat das Dilemma des Vogelfängers, so auch der Titel, dann entwickelt. Was man sieht, eine Person müht sich ab, zieht einen Karren und auf dem Karren sind dann Vogelkäfige, die auch tatsächlich bei den Salzburger Festspielen bei Mozart Zauberflöte verwendet worden sind in den letzten Jahrzehnten. Und das Dilemma ist eben, dass die Vogelkäfige Türen haben, die offen sind. Und viele, die jetzt sich die Ausstellung ansehen, die Arbeit auf sich wirken lassen, sind natürlich auch von dieser Symbolik der Freiheit auch berührt. Vögel sind frei, sie können raus. Wie stark haben wir auch über diese Einschränkung unseres Lebens diskutiert und genau sozusagen hier auch mit Yinka Shonibar eine Antwort auch vorgestellt.